Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Hier gibt es den dritten Teil zum Motorprojekt von der Resto-Serie. Das heißt, es gibt schon 2 vergangene Teile, die blende ich euch hier ein, die könnt ihr euch anschauen. Da habe ich den Motor zerlegt und jetzt in dieser letzten Folge werde ich ein bisschen mehr auf die Besonderheiten eingehen, was mir bei dem Motor aufgefallen ist. Ich habe mir den jetzt nochmal genau in Ruhe angeguckt. Was zum einen erkennbar war, also es ist sehr viel Geld in den Motor gesteckt worden, in den Aufbau in der Vergangenheit. Also das heißt, der Motor ist ja in den USA aufgebaut worden vor wahrscheinlich 15, 20 Jahren. Hier sieht man auch den Block, der ist sehr gut bearbeitet, der hat auch hier eine Beschichtung. Das ist auch eher bei höherwertigen Builds wird das gemacht. Ja, ein Schaden war eigentlich ziemlich direkt aufgefallen, und zwar eine der Stößelstangen. So sehen die normalerweise aus. Die haben hier so einen runden Kopf. Der war auf dieser Seite gar nicht mehr da. Also das heißt, den hat es kaputt gedrückt. Es kann sein, dass das hier eine einstellbare war. Also manche sind von der Länge variabel, beziehungsweise dass man den Kopf dort ansetzen konnte, dass der falsch gesessen hat. Es sind auch nicht die originalen Hydros, die haben auch einen höheren Durchsatz hier. Das habe ich nicht direkt gesehen, das hat mir ein Bekannter auch gesagt, der noch deutlich mehr Erfahrung im Motorenbau hat als ich. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass hier Aftermarket-Teile verwendet worden sind. Mit Sicherheit auch gutes Material. Es sind ja auch geänderte Kolben hier verwendet worden. Das sieht man ja auch hier. Kolben sehen auf den ersten Blick alle noch recht gut aus. Der Motor ist auch nur ganz wenig gelaufen. Dann war ja noch statt einer Steuerkette hier diese Skier, also mit Zahnrädern, ein Antrieb verbaut worden. Dazu ist mir auch noch was sehr Spezielles aufgefallen, und zwar, man sieht hier den Balancer, und hier dieses Gearset hat sich in den Balancer reingefressen. Das heißt, dieses Gearset sitzt deutlich zu weit außen, und um dieses Gearset zu verbauen, muss normalerweise hier am Block, also an der Stirnseite, etwas weggefräst werden, damit das Gearset weiter in Richtung Block kommt. Wenn man das Gearset einfach so verbaut, dann stößt das nämlich hier in dem vorderen Bereich an den Balancer. Also es sind viele Details, also aufwendig gebaut und letztendlich doch mit einigen Fehlern, die eben halt auch zu einem kompletten Totalausfall des Motors führen können. Also anderer Punkt war ja noch einer der Hydrostößel. Das kann man auf dem Video jetzt nicht zeigen, aber das spürt man, wenn man mit dem Finger da drüber geht. Der hat schon eine scharfe Kante. Da hat sich ein Nocken schon ein bisschen drauf eingearbeitet. Das heißt, der hat einen ganz kleinen Nockenwellenschaden. Der würde natürlich dann weitergehen, wenn man das jetzt hätte weiterlaufen lassen. Also die Hauptfehler an dem Motor sind der kaputte Nocken, also der anfangend kaputte Nocken, der defekte Stößel und natürlich auch gravierend das Gearset, was sich in den Balancer reinfrisst. Ich werde das Ganze natürlich jetzt weiter besprechen mit dem André, wie wir vorgehen. Letztendlich, man hat immer Späne und Abrieb im Öl. Das bedeutet gleichzeitig, man muss auch hier die Lifter-Galleys muss man öffnen. Man muss hier mit langen Bürsten reingehen, weil oft sich dann Abrieb auch an den Nockenwellenlagern sammelt. Das heißt, die Nockenwellenlager müssen raus und auch getauscht werden. Und
Ja, erst wenn das alles erneuert worden ist, kann man so einen Motor dann anfangen neu aufzubauen. Normalerweise sollte man den eigentlich auch nochmal komplett neu vermessen, alle Kolben im Endeffekt vermessen, Kolbenringe. Es können natürlich auch noch weitere Fehler jetzt da sein, die noch nicht gemessen worden sind. Ich habe das hier ist jetzt alles nach In-Augenscheinnahme und nach einer Vermessung könnte es durchaus sein, dass sich noch weitere Dinge ergeben. Vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht habt ihr was dabei gelernt. Ich lerne auch jeden Tag neu dazu. So ist das. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.